Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind allgegenwärtig. Wir wissen, dass diese Technologien die Art und Weise, wie wir Aufgaben erledigen werden, komplett verändern werden. Auch die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, vor allem im Geschäftsumfeld, wird sich massiv verändern. Obwohl diese Technologien wirklich alles durchdringen und auch die Akzeptanz in der Gesellschaft immer weiter steigt, haben viele Studien gezeigt, dass es noch wirklich große Hürden gibt bei der Implementierung dieser Technologien. Heute sind wir hier in München. In die nächsten 2 Tage werde ich von der Workday Live at Elevate und der Elevate hier in München berichten und mit Führungskräften, mit GeschäftsführerInnen und ExpertInnen darüber sprechen, wo sie eigentlich auf der Reise sind mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Okay, lass uns los. Anja, ich würde dir gerne mal ein paar Fragen stellen zum Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Super. Das ist für mich ein Thema, was mich schon seit bevor der Workday-Zeit, schon seit vielen Jahren begleitet hat und wo ich einfach Kunden gesehen habe, die einfach massiv daraus profitieren konnten. Neue Erkenntnisse zu ziehen, ist einfach Wahnsinn, was da momentan abgeht und gerade auch in den letzten Jahren. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung und mit dem Aufkommen von ChatGPT, jedes Unternehmen, jeder Entscheider, ist das Thema auf einmal top aktuell. Was mich daran begeistert ist, dass wir mit unserer Historie, die wir bei Workday haben, wir machen Machine Learning in der AI schon seit über 10 Jahren, dass wir auf einmal ein ganz anderes Gehör haben. Da fällt mir natürlich hier auf dem Workday-Kongress gleich Workday Peakon ein. Da ist ja schon ganz viel Machine Learning und Artificial Intelligence drin bei den Fragen, die gestellt werden, wie die verteilt werden. Also wir machen das monatlich und jeder Mitarbeiter kriegt immer andere Fragen und die Ergebnisse, die da rauskommen, was so deine Key-Treiber sind, was für Maßnahmen dahinter gesetzt werden können, das läuft ja alles schon über Machine Learning. Ich glaube, das, was im Moment die meisten begeistert, ist schon sehr beeindruckend, was jetzt so ChatGPT kann und so. Und ich glaube auch, dass das einfach sehr große Mehrwerte schaffen kann. Künstliche Intelligenz ist genau dafür gemacht, diese wahnsinnige Anzahl von Daten zu analysieren, umzusetzen, Vorschläge zu machen, Anomalien irgendwie in irgendeiner Art und Weise rauszufiltern und dein Leben besser zu gestalten als Mitarbeiter. Die Arbeitserleichterung, die sie bieten können, gerade im IT-Bereich, wenn man sieht, was ChatGPT da inzwischen hinkriegt, finde ich sehr beeindruckend. Auch in Anbetracht, dass man keine Entwickler mehr kriegt. Wow, das war echt spannend, was wir da gerade gehört haben. Und ja klar, ChatGPT und diese Technologien haben super viel Aufmerksamkeit erregt, vor allem in der Mitarbeitendenschaft, also wie man das jetzt anwendet. Aber was gibt es eigentlich noch? Welche Anwendungsbeispiele gibt es für diese Technologien noch? Ich glaube, das sollten wir unbedingt rausfinden. Weiter geht's. Bei Workday sind es ganz einfache Dinge, einfach in Anführungszeichen. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich mache einen Buchungsabschluss oder einen Buchhaltungsabschluss, einen Jahresabschluss, einen Monatsabschluss, ich muss ja herausfinden, was ist schiefgegangen. Dann muss ich nicht erst warten und analysieren und rausfinden, was schief geht, sondern das System gibt mir automatisch den Hinweis, da ist was schiefgegangen und ich kann unterhalb des Monats schon korrigieren. Was für mich aus aktueller Sicht super, super relevant ist, ist das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, wie kann Machine Learning im Recruiting besonders gut eingesetzt werden? Aus welchen Kanälen stammen unsere Top-Talente und wie können wir diese Kanäle weiter stärken und da datenbasiert agieren? Natürlich geht es immer darum, mit AI und Machine Learning effizienter zu arbeiten und dann letztendlich Entscheidungen im weitesten Sinne auf positive Art und Weise beeinflussen zu können, indem bessere Informationen geliefert wird, proaktiv. Also der Mensch steht tatsächlich immer ganz stark im Mittelpunkt bei all den Anwendungsfällen. Wenn ein Kandidat einen Vertrag unterschreibt, dann geht es in Richtung Dokumenterstellung, dann geht es in Richtung, das alles in Candidate Home in Workday zu packen und dann halt alles rüber zu schicken. Vielleicht in Zukunft gibt es eine Möglichkeit, wo sagt man, hey, lieber Workday GPT, erstell bitte einen Vertrag für die Anja. Es gibt erste Ansätze, die wir ja auch haben, wo im Endeffekt so eine Art Wissensdatenbanken im Hintergrund liegen, wo eine künstliche Intelligenz im Endeffekt die Information sinnvoll kombiniert. In der HR-Arbeit wird das ganz klar sein, aufgrund der Tatsache, dass wir alle nach neuen Mitarbeitern suchen überall. Das heißt, welches Mitarbeiterprofil, diese sogenannten Skills werden immer wichtiger. Also auf jeden Fall im IT-Bereich, weil durch diese Entwicklungsmöglichkeit und die Coding-Funktionalitäten, die das Ding beherrscht, bin ich natürlich in der Lage, die Produktivität eines Entwicklers um den Faktor 2 bis 3 zu erhöhen. Wir
Wir haben jetzt ja wirklich viele gute Sachen schon gehört und es klingt, als wäre die Zukunft rosig. Aber natürlich ist das nicht immer die ganze Geschichte. Es gibt auch ein paar Hürden bei der Implementierung von den neuen Technologien. Wir sollten herausfinden, was GeschäftsführerInnen und ExpertInnen darüber denken. Ich glaube, die Daten müssen passen, ja, in der Qualität und Quantität. Ja, und ich glaube, da sind wir mit Workday ziemlich gut positioniert, ja, gerade was die Qualität und Quantität angeht. Weil das System muss lernen. Ja, und das kann es nur, wenn es genug Lerndaten hat. Und das Zweite ist halt einfach als Mensch Vertrauen in diese neue Technologie zu finden. Dass das, was da hochkommt, mir hilft, einen besseren Job zu machen. Ich glaube, in Deutschland das größte Challenge wird es sein, von Legal-Sicht. Ja? Allgemein, es geht um Daten. Und inwiefern ist unsere, sagen wir mal, das Legal Community in Deutschland flexibel? Mir ist schon klar, Artificial Intelligence, die kann nur das, was wir ihr beibringen. Trotzdem diese teilweise ein bisschen bedenklichen Szenarien, dass sie irgendwann die Weltherrschaft übernehmen oder so, da glaube ich nicht wirklich dran, aber das macht einem manchmal ein bisschen ungutes Gefühl. Herausforderungen sehe ich insbesondere bei dem Thema Angst und auch Unsicherheit auf der Seite der Mitarbeitenden. Was kommt da auf mich zu? Wird mein Arbeitsplatz gegebenenfalls obsolet? Und das ist das größte Thema, wo wir unseren Mehrwert sehen. Die Technologie als Grundgerüst, als Enabler, um die Produktivität zu steigern, um das Mitarbeiterengagement zu steigern, um den Mitarbeiter besser zu machen, aber nicht obsolet. Das ist ein super interessanter Bereich und ich glaube, dass da wirklich eine sehr starke unbegründete Angst in der Gesellschaft herrscht. Aber wenn man sich gerade die demografische Entwicklung anschaut über die nächsten Jahre und Jahrzehnten, ist eins klar, dass durch die Fachkräftemenge wirklich wir in Deutschland mit unserer Wirtschaft sind tatsächlich gefährdet, weil wir nicht genügend Leute haben. Eine KI muss ja irgendwie lernen und angelernt werden und natürlich kann da schon ein gewisser Bias reinkommen, wie man sowas anlernt. Ne? Also da muss man natürlich aufpassen, dass das A neutral ist und B eine gute Datenbasis, weil auch wenn die Datenbasis schlecht ist, dann tendiert natürlich auch so ein Machine Learning dann in die falsche Richtung vielleicht. Ne? KI hat eben den Ruf, dass es die Jobs wegnehmen kann und ja, davor haben Mitarbeiter Angst eben, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren und deshalb ist es sehr wichtig, dass man die Mitarbeiter von Anfang an in den Implementierungsprozess, dass man die mitnimmt, dass die Mitarbeiter eben wissen, dass nicht alle Jobs wegfallen werden, dass sie sich vielleicht verändern, aber dass man eben keine Angst haben muss, dass KI jetzt alles übernimmt. Bestimmte Hürden sind natürlich die ethischen, dass man sagt, irgendwann verselbstständigt sich die künstliche Intelligenz und wird ein Eigenleben haben, also so dieses Endszenario, dass wir nur noch von Maschinen beherrscht werden. Die Adaption, dass viele Jobs wegfallen und ganz viele neue entstehen. Das heißt, jeder von uns muss flexibel werden und sein und im Langfristigen damit arbeiten können. Ganz klar Datenschutz, weil das Einzige, wie es funktionieren kann, ich meine, künstliche Intelligenz ist immer so ein Begriff, aber im Endeffekt funktioniert aufgrund dessen, was an Daten da ist drunter und die es halt durchcrawlen und daraus Erfahrung ziehen kann. Und je mehr Daten drin sind, desto potenter wird sie. Aber natürlich, je mehr Daten ich in Kontext bringen kann, desto mehr dedizierte Aussagen kann ich zu allen Möglichen treffen. Es geht darum, eben die Ängste, die Personen haben, diesen Fragen gerecht zu werden, dass man gewisse Grenzen auch aufzeigt, damit eben nicht Dinge legal möglich werden, die uns letztendlich schaden. Wir müssen einen Fokus haben, dass wir eben diese Technologie nutzen, um uns positiv weiterzuentwickeln.